Hallo Rick. Hello. Happy to make an interview with you. I'm happy too. Was bedeutet es für dich, aus der Weisheit herauszuleben? What does it mean for you to live out of wisdom? Out of wisdom. There's no experience of what you're describing. It's just living. Da ist keine Erfahrung dessen, was du da beschreibst. Es ist einfach Leben. And in fact, everyone lives out of wisdom. It's the only way to live. Everybody is surrendered to that which is, whether they realize it or not. In Wirklichkeit lebt jeder aus der Weisheit. Das ist die einzige Art, wie es überhaupt möglich ist zu leben. Jeder ist an das, was ist, vollkommen hingegeben. So each life lived in this world of appearance is completely perfect. It's lived exactly the way it's supposed to. Jedes Leben, das in dieser Welt der Erscheinungen gelebt wird, ist absolut vollkommen genauso, wie es sein soll. Also ist Leiden nicht zu vermeiden. So you can't avoid suffering? You can't avoid suffering. Well, I wouldn't say that you can't avoid suffering. Suffering either happens or it doesn't happen. Or it appears to start and then it appears to end. But there's nothing that you as an individual, as an imagined individual, can do to end suffering. Das Leiden, das geschieht, beginnt manchmal und dann hört es wieder auf. Und es gibt nichts, was du als Individuum tun kannst, um das Leiden zu beenden. Kann man überhaupt was als Individuum tun? Is there anything you can do as an individual? No, the individual actually doesn't exist. It's a figment, it's an illusion. And that illusion can't control anything in life. Das geht nicht, also man kann nichts kontrollieren, weil das Individuum ist einfach nur eine Vorstellung, es ist eine reine Illusion und eine Illusion kann natürlich nichts kontrollieren. What we call an individual is really a collection of thoughts, and some of these thoughts are self-referential. Was wir das Individuum nennen, das ist einfach eine Ansammlung von Gedanken und einige dieser Gedanken beziehen sich auf sich selbst. And those self-referential thoughts are sometimes believed, which is another thought. Und diesen sich auf sich selbst beziehenden Gedanken wird manchmal geglaubt und dieser Glaube ist ein weiterer Gedanke. But in reality, this so-called individual doesn't exist independent of consciousness. Aber in Wirklichkeit existiert dieses sogenannte Individuum nicht getrennt vom Bewusstsein. So every apparent individual is living consciousness life. Und jedes scheinbare Individuum ist das Bewusstsein, was lebt, das Leben des Bewusstseins. Was du jetzt gesagt hast, nehme ich an, sagst du aus Erfahrung. I guess what you say now, you say out of experience. Out of direct, there's something I wouldn't call experience, but I would call it knowing. Ich würde das nicht als Erfahrung bezeichnen, ich würde das als Wissen bezeichnen. This knowing is indescribable. This knowing is the same thing that people call the I am, or pure awareness, or love, or consciousness. Dieses Wissen ist unbeschreiblich. Das ist dasselbe Wissen, was die Leute das Ich Bin oder Bewusstsein, reines Bewusstsein oder Liebe nennen. And this is not something that can be learned in a book or even taught by a teacher. Und das kann man nicht aus einem Buch lernen und man kann es auch nicht von irgendeinem Lehrer lernen. Das kann kein Lehrer unterrichten. But this knowing is precisely the seeing through of this world of appearance, seeing through the illusion of individuals. Und dieses Wissen, das entspricht genau dem Durchschauen der Illusionen, dem Durchschauen dieser Welt der Illusionen, der Erscheinungen, des Individuums. Das heißt, du bist nicht mit deinem Körper oder mit der Person identifiziert. Does it mean you're not identified with your body and with the person? There's no identification with the body or person. There's no real experience, but there are sometimes memories that are occurring in the present, and that I can remember back a few seconds to the question that's been asked, but it's all occurring in the present. And in that present moment, there's absolutely no experience. There's just responding. There's no sense of an individual from which this response is coming. The response has just come. Also da ist keine Identifikation mit irgendeinem Individuum, aber manchmal sind Erinnerungen da. Da erinnert man sich kurz zurück an die Frage, die gestellt wurde oder irgendetwas, was passiert ist. Und das ist aber nicht, wie wenn das Ganze als ein Individuum erlebt wird. Wenn du einen Satz beginnst zu sprechen, zu sagen,
weißt du dann, wie der enden wird? When you start speaking a sentence, do you know how it's going to end? I have no idea. Keine Ahnung. Das hört sich sehr spannend I an. don't even know how it's going to start. Ich weiß noch nicht mal, wie er anfangen wird. He says it sounds very exciting. Life is very exciting when it's not complicated by a lot of these thoughts of individual responsibility and individual life. Life becomes very, very simple. And at the same time, the simplicity is exciting. Weil das Leben nicht von irgendwelchen Vorstellungen von individueller Verantwortung oder Individualität verkompliziert wird, dann ist es sehr, sehr einfach und diese Einfachheit ist auch gleichzeitig unglaublich spannend. And the exciting part is that everything is new. You never know what's going to happen, and there's complete peace or trust that everything's going to be okay, and everything is okay in this present moment. Das Spannende ist, dass man nie weiß, was im nächsten Moment passieren wird. Alles ist immer neu und da ist dieses Vertrauen, dass alles immer okay sein wird. Es ist einfach völlig klar, dass alles in jedem Moment völlig in Ordnung sein wird und alles ist in Ordnung. Hast du irgendwas dafür getan, dass es so ist, wie es jetzt für dich ist? Did you do anything towards it being now the way it is? Did you do something for it? In this world of appearance, which I call an illusion, it's a very real illusion, by the way. When I call it an illusion, it's really there's no independent reality independent of consciousness. Also in dieser Welt der Erscheinung, die ich als Illusion bezeichne, und mit Illusion meine ich, es gibt keine Realität, die unabhängig vom Bewusstsein, getrennt vom Bewusstsein existiert. I call it a story also. So in this story, there were apparent events that may have led up to this, what looks like a change. Und ich bezeichne es auch als Geschichte und innerhalb der Geschichte mag es irgendwelche scheinbaren Ereignisse gegeben haben, die auf diese Veränderung hingeführt haben. But in the moment of this so-called change or shift, it was known that none of that mattered. Aber im Augenblick dieser sogenannten Veränderung oder dieses Übergangs war klar, dass nichts davon irgendeine Bedeutung hatte. In fact, the moment of the shift, there was a recognition that the story was always a story, was always an illusion. Ja, es war sogar so, dass im Augenblick dieses Übergangs klar war, dass die ganze Geschichte immer eine Illusion gewesen ist, nichts als eine Geschichte. So that's the apparent paradox. In the story, it definitely looks like there are certain things that lead up to an event, a cause and effect. But when the story is seen through, it's seen that none of that was causal and effect. It's just happening right now in the present moment. Das ist dieses scheinbare Paradox, dass innerhalb der Geschichte sieht es immer so aus, wenn Dinge zu anderen Dingen führen, wenn es da Ursache und Wirkung gibt. Aber jenseits der Geschichte sieht man völlig klar, dass Ursache und Wirkung gar nicht existieren, dass alles immer in der Gegenwart erscheint. And in this present moment, there are thoughts, we call them memories, about some event that may have happened in the past. Und in diesem gegenwärtigen Augenblick sind Gedanken oder wir nennen die auch Erinnerungen über irgendetwas, was in der Vergangenheit geschehen sein. But in fact, there's only the eternal present. And this supposed past is only occurring right now as a memory in the eternal present. Und tatsächlich gibt es nur die ewige Gegenwart und diese scheinbare Vergangenheit ist auch nur ein Gedanke, der in dieser ewigen Gegenwart auftaucht. So it's clear that even the past and the future, the idea of time, is also part of this story. It doesn't really exist independent of consciousness. Es ist also klar, dass selbst die Idee von Vergangenheit und Zukunft, diese scheinbare Zeit, auch nur Teil der Geschichte ist und nicht unabhängig existiert. Durchlebst du starke Gefühle? Do you go through strong emotions or feelings? Feelings come and go, the way sensation comes and go, the way speech comes and goes. There's no story about them, but they do definitely seem to happen. Gefühle kommen und gehen genauso wie Empfindungen kommen und gehen, wie auch das Sprechen kommen und geht, aber da ist keine Vorstellung drüber oder kein Gedanke drüber, es kommt und geht einfach. But there's no sense of it happening to anyone. Und da ist nicht das Gefühl, dass sie irgendjemandem geschehen. Wie kannst du den Menschen, die zu dir kommen, nützlich sein? How can you be helpful to people that come to you? It's a great question. Gute Frage. There's a knowing that I can't give anybody advice.
Da ist ein Wissen, dass ich niemandem Ratschläge geben kann. Obviously I could give people advice, but there's a knowing that is useless. Ich könnte Leuten ja Ratschläge geben, aber da ist ein Wissen, dass das völlig nutzlos ist. Because all advice seems to be coming from an individual to another individual with a prescription of what they should do. Alle Ratschläge scheinen von einem Individuum zu kommen, sich an ein anderes Individuum zu richten und mit so einer Vorschrift, was derjenige tun soll. What I speak about is descriptive, not prescriptive. Worüber ich spreche, das sind Beschreibungen und nicht Verschreibungen, nicht Rezepte. And the descriptions are of what is. Und die Beschreibungen sind immer Beschreibungen dessen, was ist. Now, in the story, sometimes when there's contact with somebody describing what is, in the story it may appear that an individual has an insight or a breakthrough. Innerhalb der Geschichte kann es aussehen, dass wenn jemand Kontakt mit jemandem hat, der beschreibt, was ist, dass innerhalb der Geschichte durch den Kontakt irgendetwas geschieht. But the knowing includes the knowing that there's no individuals, and that enlightenment is who we are. Und das Wissen umschließt aber auch das Wissen, dass es keine Individuen gibt und dass Erleuchtung das ist, was wir schon sind. So there's nothing really to help or to impart. Da gibt es also nichts, was man machen kann, um zu helfen. Da gibt es nichts, was anderen helfen oder was man auch weitergeben könnte. And yet, for whatever reason, people ask questions, I answer, people speak, I speak. It just keeps happening, and I have no idea why. Und aus welchem Grund auch immer, Leute stellen Fragen, ich antworte, da geht was hin und her und ich habe keine Ahnung, warum das geschieht. Ja, es ist nicht die Wirkung der Worte, aber deine Präsenz, deine Gegenwart bewirkt etwas. It's not the words that do something, but your presence, that you are there, does something. Perhaps that's what it is. You know, there's no one who's present, and obviously there's no one to be present to. This is one consciousness appearing as many individuals, but Kann sein, dass es so ist. Also da ist nicht ein Jemand, der da ist, und da ist auch nicht ein Jemand, dem was gegeben würde. Das ist ein Bewusstsein, was als verschiedene Individuen erscheint. but for whatever reason, the story appears, and how do we know it's supposed to be that way? Because that's the way it is. Und aus welchem Grund auch immer erscheint diese Geschichte, und wie wissen wir, dass sie so sein soll, wie sie ist, weil sie so ist, wie sie ist. And there appears to be some kind of resonance between separate individuals. Und da scheint eine Art von Resonanz zwischen getrennten Individuen zu bestehen. But it's all just consciousness being it. Aber das ist einfach nur Bewusstsein, dass es ist. And when there's a recognition that there's only this eternal present, that there's a recognition also that nothing ever happened. Und wenn die Erkenntnis da ist, dass die Erkenntnis dieser ewigen Gegenwart da ist, dann ist da auch die Erkenntnis, dass nie irgendetwas geschehen ist. Ich meine zu verstehen, dass alles Bewusstsein ist, aber um sich zu verständigen, sprechen wir halt wie getrennte Personen. Das ist ja irgendwie natürlich. I seem to understand that everything is consciousness, but in order to communicate, we talk as separate individual. That seems to be natural. Absolutely, it's completely natural, and this is a kind of interesting thing that happens, that people get this idea that spiritual types are not supposed to communicate naturally. Das ist natürlich, das ist vollkommen natürlich, da hast du recht. Und es gibt diese merkwürdige Idee unter spirituellen Leuten, dass spirituelle Leute sich nicht natürlich, also dass sie nicht natürlich kommunizieren sollten. But in reality, this world of appearance is completely natural and absolutely perfect the way it is. Aber diese Welt der Erscheinung ist in Wirklichkeit völlig richtig und so, wie sie ist, und soll so sein, wie sie ist. There's no need to get rid of it, no need to make anything better. Man muss sie nicht loswerden und man muss sie auch nicht besser machen. Wenn Menschen öfters zu dir kommen, ich weiß nicht, ich nehme an, das passiert, entsteht dann ein besonderer Kontakt, passiert da irgendwas? When people come to you more often, I guess that happens sometimes. Is there a special contact happening? Does something happen, something specific? I can't pretend to know that. I know that, you know, in memory, there's memories of people talking to me saying that something very special happened in a satsang that was done. But I don't really pretend to know what happens.
Ich kann nicht wirklich nicht vorgeben, das zu wissen. In Erinnerung tauchen natürlich Menschen auf, die sagen, sie haben an einem bestimmten Satsang ist, was für sie passiert, aber ich kann nicht vorgeben, dass ich da was drüber weiß. This is one of the mysteries of the way things work that we never get to know. Das ist eins der Geheimnisse, in dem wie die Dinge funktionieren, dass wir das nie wissen werden. In fact, one of the key things that seems to be an aspect of this knowing is a lack of questions and a lack of really understanding with the mind. Ein Schlüsselding, ein Schlüsselaspekt dieses Wissens scheint zu sein, dass da gar nicht so viel Wissen ist und dass auch über den Verstand gar nicht so viel gewusst wird. But since it's perfectly peaceful the way it is, there doesn't seem to be a need to understand. Aber es ist so friedlich, so wie es ist, dass da kein Bedürfnis zu sein scheint, irgendetwas zu verstehen. So then the thoughts keep coming, but they're not really paid attention to. Da kommen die Gedanken auch weiterhin, aber es wird nicht wirklich auf sie geachtet. Du erlebst es ja bestimmt so, dass du bestimmte Impulse hast, etwas zu tun. Folgst du denen dann automatisch? You probably experience that you have certain impulses to do something. Do you follow them automatically? There's really no experience. If there is an impulse, you can only say that it's happening right now in this present, and the only thing that happens is that it's done, and then you can say it's done. Even the impulse is part of the story. Das sind nicht wirklich irgendwelche Erfahrungen, es ist eher so, dass alles in der Gegenwart passiert und ein Impuls taucht in der Gegenwart auf und dann führt er sich aus und man kann sagen, das ist jetzt getan, aber selbst die Impulse sind Teil der Geschichte. You see, this is so very simple. You know, what is. Das Ganze ist so einfach, was ist. And the mind seems to need to make things a little bit more complicated. So even an innocent idea like an impulse and then an action is just an aspect of the story created by the mind. Und der Verstand scheint alles immer kompliziert machen zu müssen, also selbst eine ganz unschuldige Sache wie ein Impuls und eine Handlung, das wird von dem Verstand so gedacht und kompliziert gemacht. So there's no question of following an impulse, it just happens, and when it happens you know it. Die Frage ist nicht, ob man irgendeinem Impuls folgt, das Ganze passiert einfach und wenn es passiert, dann passiert's. But as you point out, we have to speak, and of course we use those terms, and there's absolutely nothing wrong with it. Und wie du schon sagtest, wir müssen reden und deshalb benutzen wir all diese Wendungen und Worte und das ist völlig natürlich, dass wir das tun. Du nennst deine Veranstaltungen, wenn die Menschen zu dir kommen, Satsang. Heißt das, dass du dich in einer bestimmten Tradition siehst? When people come to you and you talk to them, you call that Satsang. Does that mean you see yourself in a certain tradition? No, I see myself in no tradition whatsoever. In fact, I don't even see myself at all. Na, ich sehe mich in überhaupt keiner Tradition. Ich sehe mich selbst überhaupt nicht. I've noticed that in satsang there seems to be a very common, what I think is a misunderstanding, that the teacher has some special knowledge and to impart to a student. Es scheint im Satsang so ein ziemlich verbreitetes Missverständnis zu geben. Das scheint mir so, dass da geglaubt wird, dass der Lehrer ein bestimmtes Wissen hat, mehr Wissen hat, was er dann den Schülern weitergibt. And with this misunderstanding, there's a sense of separation. Und dieses Missverständnis führt zu einem Gefühl von Trennung. And that really is just a story. There's no individual teacher, there's no individual student. It's just consciousness expressing itself that way. Und das ist einfach, das führt zu einer Geschichte, da ist in Wirklichkeit kein individueller Lehrer, da ist kein individueller Anhänger und das ist einfach das Bewusstsein, das sich auf diese Art ausdrückt. Right now, for example, where is the wisdom in this room? Without your questions, there's no answers coming from me. Jetzt in diesem Moment zum Beispiel, wo ist da die Weisheit in diesem Raum? Ohne deine Fragen kommen hier auch keine Antworten. If you were to ask me questions about the weather, we'd be speaking about the weather. Wenn du mich was über das Wetter fragen würdest, dann würden wir jetzt über das Wetter reden. But it's only with the questions that the apparent wisdom comes out, and where's the wisdom? It's not coming from here, which doesn't exist. There's something manifesting itself. It's an appearance in consciousness that is manifesting itself. But all the wisdom that's necessary is who we are already. Und erst durch die Fragen taucht die Weisheit auf. Und wo kommt die her? Sie kommt ja nicht von hier, sie erscheint hier einfach. Und alles, was nötig ist, erscheint. Was bedeutet für dich Krankheit?
What does illness mean to you? Well, illness is just another aspect of the story. Illness happens to an individual in the story, and it creates pain and appears to create suffering, but it is part of the story. Who we are never gets ill. There's no body independent of who we are. Krankheit ist ein weiterer Aspekt der Geschichte. Da gibt es diese scheinbaren Individuen in der Geschichte, die werden auch krank, aber wer du wirklich bist, wird niemals krank. Gibt es auch keine Gesundheit, wenn es keine Krankheit gibt? If there is no such thing as illness, is there also no such thing as health? And in that way also, of course, there's no such thing as health. But in the story, obviously, there's very great difference between illness and true health. Es gibt natürlich auch Gesundheit nicht, aber in der Geschichte ist offensichtlich ein sehr großer Unterschied zwischen Krankheit und Gesundheit. And seeing through the story doesn't stop the apparent individual from doing things to try to maintain their health. Und dass die Geschichte durchschaut wird, das führt nicht dazu, dass das scheinbare Individuum nichts mehr tut, um seine Gesundheit aufrechtzuerhalten. Gibt es ein Leben jenseits, ein menschliches Leben jenseits der Story? Is there human life beyond the story? What's beyond the story is consciousness. Jenseits der Geschichte ist Bewusstsein. All what we call human life is actually a part of the story. Und alles, was wir menschliches Leben nennen, ist in Wirklichkeit Teil der Geschichte. Anything that's a part of experience or senses or imagination, thoughts, they're all aspects of the story. Alles, was Teil der Erfahrungen ist, Vorstellungen, Empfindungen, Gedanken, ist alles Teil der Geschichte. Das heißt, solange dieser Körper da ist, bin ich auch Teil der Geschichte. So that means as long as this body is here, I'm part of the story. Yeah. You, who you really are always creating the story. The character in the story gets born and eventually dies. Der du wirklich bist, erschafft immer die Geschichte und der Charakter in der Geschichte wird geboren und stirbt. But that story comes from and occurs within consciousness. Aber diese Geschichte kommt aus dem Bewusstsein und findet innerhalb des Bewusstseins statt. Und warum erfindet das Bewusstsein all diese Geschichten? And why does consciousness invent all these stories? Why is a question that the mind always comes up with. And Warum kommt der Verstand immer wieder mit dieser Frage an? And that question can never be answered. The mind is never satisfied. The mind will never understand consciousness. It's incapable of doing so. Die Frage kann nie beantwortet werden und der Verstand wird nie glücklich sein. Der Verstand kann das nicht verstehen. Der kann das Bewusstsein nicht ergreifen und erfassen. Das geht nicht. Because the mind actually does not exist. It's just a collection of thoughts that we spoke about earlier. And that's occurring within the story. Und tatsächlich existiert der Verstand gar nicht. Der ist eine Ansammlung von Gedanken, die innerhalb der Geschichte stattfinden. It would be like the narrator of a play, understanding the playwright, why the playwright wrote the play. Das ist, als wenn ein Erzähler innerhalb von einem Theaterstück verstehen würde, warum der Autor das Stück geschrieben hat. It never happened. Das passiert so nicht. Especially because the narrator doesn't realize it's in a play. Besonders wenn der Erzähler gar nicht weiß, dass er sich in einem Theaterstück befindet. The mind is always trying to control and understand the story, and it can never do that because it's actually part of the story. Der Verstand versucht immer die Geschichte zu verstehen und zu kontrollieren und das kann er deshalb gar nicht, weil er Teil der Geschichte ist. It only exists within the story. Und er existiert auch nur als Teil der Geschichte. When the story is seen through and no longer believed as having independent reality, the mind is also seen as a complete illusion. Wenn die Geschichte durchschaut wird und gesehen wird, dass sie keine unabhängige Realität hat, dann wird auch der Verstand als Illusion gesehen. And in that seeing, all questions just dry up. You don't get any answers, but there are no longer any questions. Und mit diesem Sehen hören auch alle Fragen auf. Man kriegt zwar keine Antworten, aber die Fragen sind auch nicht mehr da. There's such perfection seen in what is, that there's no need to search for anything. In dem, was ist, wird solche Vollkommenheit gesehen, dass nicht mehr das Bedürfnis da ist, irgendwas zu suchen. It's so complete
that there's no need for any questions. Das ist so vollständig, dass kein Bedarf nach Fragen mehr besteht. So kommt es mir auch gerade vor. The same just now. Also über das, was wir hier tun, kann man einfach nur sagen, es passiert da gerade irgendwas. Oder? That which we do here, you can only say there's something just happening, just happening. It doesn't make for a good interview because eventually if the questions dry up, then there's a lot of blank airtime. Das ist nicht gut für ein Interview letzten Endes, weil wenn die Fragen aufhören, dann hat man eine Menge Leere zu füllen, wo nichts mehr gesagt wird. That happens in satsang too. Das passiert auch im Satsang. People start out asking questions and about halfway through they just sit there and it's pretty peaceful. Sie fangen an mit Fragen und so nach der Hälfte, dann sitzen sie nur noch da und es wird sehr friedlich. Ich möchte nochmal auf die Gesundheit zurückkommen. I want to get back to health again. Sure. Was kannst du empfehlen, dass die Menschen tun können für ihre Gesundheit? What would you recommend that people do for their health? Well, just understand that what we're talking about now is completely in the story, which is fine. Like I said, if you ask me, about the weather, I talk to you about the weather. If you ask me about medical questions, I can, speak about that. Ich will erstmal klar machen, dass das, wo wir jetzt drüber sprechen, Teil der Geschichte ist. Innerhalb der Geschichte ist, wie ich schon gesagt habe, wenn du mich was über das Wetter fragst, spreche ich über das Wetter. Und wenn du medizinische Fragen stellst, dann gebe ich medizinische Antworten. In my job as a physician, I'm asked that very often. And my response is always pretty much the same. Als Arzt werde ich das sehr häufig gefragt und meine Antwort ist eigentlich immer sehr ähnlich. I encourage my patients to look more toward their diet and other lifestyle issues. Ich unterstütze meine Patienten immer darin, mehr auf ihre Diät zu achten und überhaupt auf ihren Lebensstil insgesamt. Medication never has created health. Medikamente haben noch nie Gesundheit hervorgebracht. It may relieve a sickness or change a lab value or change a symptom. Sie können eine Krankheit lindern oder irgendeinen Laborwert verändern oder ein Symptom verändern. But for people to get really healthy, they need to be able to do other things like their diet, exercise, supplements, stress management or spiritual pursuits. All of these are very important in terms of health. Um wirklich gesund zu werden, müssen Leute auf ihre Diät achten, also auf ihr Essen achten. Sie müssen sich bewegen, sie müssen mit ihrem Stress besser umgehen lernen, sie müssen ihren spirituellen Weg finden. All diese Dinge sind sehr wichtig für die Gesundheit. But understand that all of these suggestions are in the story. Verstehe einfach nur, dass all diese Vorschläge Teil der Geschichte sind. The average patient doesn't want to hear that they don't exist and that I don't exist. Der Durchschnittspatient will nicht hören, dass er nicht existiert und dass Rick nicht existiert. So, I'm a character in the story, and I continue to play that character, and I play it fully and with pure love and enjoyment. Ich bin auch einfach ein Charakter in der Geschichte und ich spiele diesen Charakter mit ganzer Liebe und viel Vergnügen. Welche Ernährung empfiehlst du? What kind of diet do you suggest people to? Generally, a diet that emphasizes organic food. Also wichtig ist biologisches oder organisches Essen im Mittelpunkt. Lots of fruits and vegetables. Viel Obst und Gemüse. And healthy whole protein sources. Und gesunde Eiweißquellen. I generally recommend what I call a hunter-gatherer diet. Im Allgemeinen empfehle ich eine Diät, die nenne ich Jäger- und Sammlerdiät. This is the diet that man lived on for most of his evolutionary history. Das ist die Art Ernährung, die der Mensch im größten Teil seiner evolutionären Geschichte zu sich genommen hat. And the human body had become, over the period of time of evolution, has become more or less perfectly suited to that. Und im Zuge der Evolution hat sich der menschliche Körper ziemlich perfekt darauf eingestellt. Das interessiert mich. Also wie sieht die genau aus? I'm interested in that. What does that exactly look like, that diet? Well, it emphasizes fruits, vegetables, nuts and seeds. Also der Hauptaugenmerk liegt auf Obst und Gemüse, Nüssen und Samen. And healthy protein sources like wild caught fish. Und gesunde Eiweißquellen wie zum Beispiel wild gefangener Fisch. Free range or grass-fed meats.
Und freilaufendes Fleisch von freilaufenden Tieren oder Tieren, die Gras zu fressen bekommen haben. or wild game. Oder Wild. Understand also that the idea of vegetarianism is basically a concept, but it's fine. People may choose that because of their ethical or other ideas. Und es muss einfach verstanden werden, dass auch die Idee von sich vegetarisch zu essen eine Idee ist und es ist völlig in Ordnung. Auch das kann man wählen aufgrund von ethischen oder auch anderen Erwägungen. But there's pretty good evidence that man has lived by this hunter-gatherer diet for 2 million years, and one must expect, due to just evolutionary pressure, that that's the perfect diet for man. Aber es ist eigentlich recht erwiesen, dass diese Sammler- und Jägerdiät einfach für den Menschen am passendsten ist, weil die halt am längsten, evolutionär am längsten von Menschen auch gegessen wurde. And grains are a relatively recent addition to the human diet. Und die Körner sind erst eine ganz Neuzugang in die menschliche Diät. Das essen Menschen noch nicht sehr lange. And when I evaluate patients, very often they have allergies to grains and dairy, two recent additions to the diet. Und wenn ich Patienten untersuche, dann haben die sehr oft Allergien gegen Milchprodukte oder auch Körner, also die Dinge, die erst später dazu gekommen sind. And the diet that I described, the hunter-gatherer diet, keeps you thin, generally pretty healthy. Und die Art zu essen, die ich beschreibe, also Jäger- und Sammlerdiät, die hält einen gesund und auch schlank. Sind die Körper der Menschen so unterschiedlich, dass für den einen das richtig sein kann und für den anderen nicht? Oder kann man sagen, die menschlichen Körper sind doch auf einer Ebene so gleich, dass man eine ganz bestimmte Diät empfehlen kann? Are human bodies so different that what goes for one doesn't go for the other, or are they similar enough that you can just say that this one diet is good for everybody? Yeah, I think everybody, in this world of appearance, getting back to what we originally talked about, there does appear to be differences. The differences may be subtle or they may be significant. In dieser Welt der Erscheinungen, um darauf zurückzukommen, womit wir angefangen haben, also in dieser Erscheinungswelt scheint es Unterschiede zu geben und die können gravierend sein oder auch sehr klein. And if there's, for example, allergies to certain foods that would ordinarily be on the hunter-gatherer diet, I would definitely individualize it for those people. Wenn zum Beispiel Allergien auf bestimmte Nahrungsmittel bestehen, die eigentlich in die Sammler- und Jägerdiät-Kategorie gehören würden, dann würde ich bei den Leuten auch wirklich einen Unterschied machen. But I would say for the majority of people that is a good diet. Aber ich würde sagen, für den Großteil der Menschen ist das eine gute Diät. And if you take a look at most of the people who eat a lot of grains, there's usually a lot of extra weight around the belly. Und wenn man sich die meisten Menschen anschaut, die viel Körner essen, die haben oft so Zusatzgewicht rund um den Bauch. And that definitely is a risk factor for ill health. Und das ist ein Risikofaktor für Krankheit, schlechte Gesundheit. It usually leads to high blood pressure, high cholesterol and diabetes. Das führt normalerweise zu hohem Blutdruck, hohen Cholesterinwerten und Diabetes. Eigentlich kann einem die Spiritualität für das normale Leben überhaupt keinen Rat geben. I just wanted to ask, is it so that spirituality can't give you any advice for your normal life? You can get advice from spiritual teachers, but who is talking, who's giving the advice, and who are they giving the advice to? You have no control over what you call normal life. Es gibt natürlich Ratschläge von spirituellen Lehrern, aber wer gibt da den Ratschlag und wer empfängt da den Ratschlag? Du hast gar keine Kontrolle über das, was du das normale Leben nennst. Aber ich kann ja nur so tun, als hätte ich die Kontrolle darüber. But I can only do as if I were in control. No, actually you will do as you do, Yeah. without any control. You can imagine that you're in control, or you can realize that you're not. In Wirklichkeit wirst du tun, was du tust. Du kannst dir vorstellen, dass du die Kontrolle hast oder du wirst erkennen, dass du sie nicht hast, aber du entscheidest das nicht. And it will seem that you're in control and making choices. Und es wird so aussehen, als hättest du die Kontrolle und würdest auch Entscheidungen treffen. But if you really were to look closely at the way your life unfolds, you'd realize that nobody's making choices. It happens too soon and too quick.
Und wenn du dir die Art und Weise, wie dein Leben abläuft, wirklich genau anschauen würdest, dann würdest du erkennen, dass das alles viel zu schnell passiert, als dass da irgendjemand irgendwelche Entscheidungen treffen könnte. You know, this getting up in the morning, getting out of bed, going to the bathroom, and all happens automatically. And somehow later on, there's the imagined individual that starts to say, I got up, I decided to do this. Und man steht, da ist morgens das Aufstehen, da ist das Zähneputzen, da ist das Frühstücken, zur Arbeit gehen und das geschieht alles automatisch und irgendwann kommt später dieses vorgestellte Individuum, das zurückblickt und sagt, ich bin aufgestanden, ich habe gefrühstückt, ich bin zur Arbeit gegangen und so weiter. Ich kenne zwei verschiedene Erfahrungen. Ich kenne das Automatische, aber ich kenne auch das Bewusste. I know two different types of experiences. I know the automatic part, but I also know a conscious type. The conscious type really seems to be making a choice. In diesem Bewussten glaubt man wirklich Entscheidungen zu treffen. But what really determines the action and what really determines the last thought that seems to create the choice? Aber was ist wirklich entscheidend für die Entscheidungen und was ist wirklich entscheidend für diesen letzten Gedanken, der die Entscheidungen zu treffen scheint? You know, life is so simple that it's excruciatingly simple to the mind. Das Leben ist so einfach, dass das der Verstand nicht ertragen kann. Es ist so einfach, dass er damit nicht klarkommt mit der Einfachheit. So the mind not only creates this idea of an individual, but sometimes it'll even create the idea of a second and a third individual that's arguing with each other over what to do. Nicht allein, dass er ein Individuum, diese Idee eines Individuums erschafft, oft erschafft er auch noch ein zweites, sogar vielleicht ein drittes Individuum, die sich dann untereinander nicht einigen können, wer was wie tun soll. You know, it'll say, I knew I shouldn't have done that. Dann sagt man, ich weiß, ich hätte das nicht tun sollen. Or, I'm not sure whether I should do that. I'm not sure if I should do this or I should do that. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das tun soll oder was anderes tun soll. And then there'll be thoughts coming and going, and it'll seem like a choice is trying to be made. Dann gehen da so Gedanken hin und her und das sieht dann so aus, als ob da eine Entscheidung getroffen wird. But what determines those thoughts that come up? Aber was entscheidet über diese Gedanken, die da auftauchen? And what determines what choice is eventually made? Und was entscheidet darüber, was für eine Wahl schließlich getroffen wird? In this world of appearance, in the story, it's really DNA and conditioning. In dieser Welt der Erscheinungen innerhalb der Geschichte sind das die DNS und unsere Konditionierung. Your life is being lived. You are not individually living it. Dein Leben wird gelebt, du lebst es individuell nicht. But it's a very precious concept that is very, very resistant to change. Aber es ist ein sehr kostbares Konzept, das ganz, ganz schwer veränderbar ist, das sich sehr gegen jede Veränderung wehrt. This concept is really what creates the complexity of this world that we believe in. Und diese Vielfältigkeit, die Komplexität dieser Welt, an die wir glauben, die entsteht allein aus diesem Konzept. And it's really fine. It truly is fine. It doesn't have to change. Und es ist wirklich in Ordnung, es ist wirklich und echt in Ordnung, es muss sich nicht ändern. You know, you don't have to worry about getting rid of it. First of all, you can't anyway. Und du musst dir keine Sorgen darüber machen, das jetzt loszuwerden. Du kannst es sowieso nicht loswerden. There's absolutely nothing you can do about this. Du kannst da überhaupt nichts dran ändern. But on the other hand, it's perfectly okay the way it is, so why bother? Aber Why auf der worry? anderen Seite ist es auch wirklich völlig okay, so wie es ist. Warum sich da also Sorgen drüber machen? If it's time for that concept to disappear, it disappears. Wenn die Zeit gekommen ist, dass dieses Konzept verschwindet, dann wird es verschwinden. That's the knowing that seemed to occur in this shift. That knowing, it was that clearly, even though the story looked like it was leading to something, that shift just happened. Und mit diesem Übergang ist da dieses Wissen, dass die Geschichte zwar so aussah, als ob sie irgendwo hingeführt hat, aber dass dieser Übergang einfach so von selbst geschehen ist. And even that's part of the story, because the happening is a memory that's occurring right now in the present. Und selbst das ist Teil der Geschichte, weil das Geschehen ist eine Erinnerung, die jetzt in dieser Gegenwart passiert. So you can say that this knowing, this shift is occurring in the eternal present right now. Man kann also sagen, dass dieses Wissen, dieser Übergang in der ewigen Gegenwart nämlich jetzt genau gerade passiert. And to any degree that your heart feels this kind of opening in this present right now, that's just who you are. Und die Öffnung, die dein Herz in diesem Moment empfindet, die Öffnung, die in deinem Herzen da ist, in diesem Augenblick, die ist, wer du bist.
Ich kann da nichts finden. She can't find anything more. Die menschliche Kultur, wäre sie entstanden ohne all diese Konzepte? Now, something that just occupies me, one more question, that human culture the way it is, would it have developed without these concepts? Yeah, that's a very good question because I speak about this in Satsang. That's why I say that really nothing need change. Das ist eine gute Frage, weil genau darüber spreche ich auch im Satsang. Ich sage wirklich, es muss sich absolut nichts verändern. You know, there's a concept that it's somehow advantageous, it's an advantage to be one of the characters who have shifted. Da scheint dieses Konzept umherzuschwirren, dass es irgendwie von Vorteil ist, einer dieser Charaktere zu sein, die diesen Übergang hinter sich haben. But in truth, that really is a concept. Aber das ist in Wirklichkeit ein Konzept. Because this entire world of appearance, with all these wonderful attributes like courage and triumph and all kinds of and love, all kinds of individual love, and all these wonderful things that happen in this world are part of this world the way it's supposed to be. Weil diese Welt der Erscheinungen mit all ihren Eigenschaften wie Mut oder Liebe, individuelle Liebe oder Triumphe, all das ist Teil dessen, was einfach so ist und so sein soll, wie es ist. And of course, unfortunately for the suffering, that there's also the same thing. The triumph is accompanied by defeat. Hope requires despair. Und leider gibt es auch das Leiden, alles hat seine Gegenseite. Die Hoffnung, da gibt es die Verzweiflung, oder Triumph, da gibt es die Niederlage, also alles hat auch seine Gegenseite. So is it better or worse? It just is. Ist es besser, ist es schlechter? Keine Ahnung, es ist halt einfach. And frankly, the world is beautiful the way it is. Und ehrlich gesagt ist die Welt wunderschön, so wie sie ist. There's absolutely no complaints about it. Es gibt da keine Beschwerden drüber. You were upset before. What was going on? Was war eben los mit dir? Da war irgendwas passiert, ein Gefühl. Ich komme immer zu dem Punkt dann, dass ich denke, es wäre besser, wenn es lieber nicht da wäre. I always reach the point where I think it would be better if all that weren't there and wouldn't exist. It's perfect the way it is. Es ist ganz vollkommen so, wie es ist. That's also the mind talking. The mind always has a better solution to the way what is. Das ist auch der Verstand, der da spricht. Der hat immer eine bessere Lösung. Yeah, it always has a complaint about it. Und der hat immer eine Beschwerde über das, was ist. Will es immer anders haben. You know, it's like the ocean complaining that because this one wave is really big, I can't be an ocean anymore. I got to get rid of this wave. It's terrible. Das ist wie wenn der Ozean, einfach weil eine Welle ein bisschen größer ist, sagen würde, ich muss diese große Welle da loswerden. Ich kann kein Ozean mehr sein, wenn diese Welle da einfach so groß ist. But those waves come and go, and it's absolutely perfect. That's exactly the way the ocean is supposed to be. Aber diese Wellen kommen und gehen und das ist total vollkommen. Genau so soll der Ozean eben sein. It doesn't have to be completely calm in order to be an ocean. Der muss nicht immer völlig friedlich und still und glatt sein, um ein Ozean zu sein. Dankeschön. Bitte. It's the only German word I know. Maybe one or two of them. Ich würde dich gerne noch dazu fragen, dass die Staaten jetzt versuchen, das Leben sicherer zu machen durch bestimmte Verbote und Einschränkungen. Was kannst du dazu sagen? I want to ask something else, that the US are trying to make life more safe and secure by certain laws and things like that. What do you say about that? The United States? Yes. Like, Also the other states. Also that the states as a whole are trying to make life more secure by limiting things and putting out laws. well, in this world of appearance, the mind is constantly at work trying to improve the world of appearance. In dieser Welt der Erscheinung ist der Verstand ständig damit beschäftigt, zu versuchen, diese Welt der Erscheinung zu verbessern. And I think if we look at the way things work, there's always unintended consequences to every rule, every law. Und wenn wir uns die Art und Weise, wie die Dinge funktionieren, mal genauer anschauen, dann gibt es immer irgendwelche Auswirkungen, die nicht beabsichtigt waren, die bei einem immer wieder rauskommen. You know, they may or may not have the purest of intent, but Da hat jemand entweder wirklich heilige, hehre Absichten oder auch nicht. there's always unintended consequences and problems, quotes.
Aber da gibt es immer wieder Probleme und Ergebnisse, die nicht gewollt waren. But this seems to be the way the world works. Aber so scheint die Welt zu funktionieren. There are always problems. Und es gibt immer Probleme. After all, the world is created by the mind, at least what we see is the world that the mind believes it to be as it is. Und die Welt ist vom Verstand kreiert, zumindest die Welt, die der Verstand sieht und als Welt betrachtet. And it's constantly being criticized by the mind. Und sie wird auch ständig vom Verstand kritisiert. So it seems to be an inherent nature of the story that there are going to be problems. Und es scheint im Wesen der Geschichte verankert zu sein, dass es immer Probleme geben muss. And that seems to be exactly the way it's supposed to be. Und es scheint genau das zu sein, was sein soll, wie es sein soll. How do we know? Because that's the way it is. Und wie wissen wir das? Weil so ist es. Wie siehst du die unterschiedliche Verteilung von Reichtum auf der Welt? How do you see the different levels of riches and poverty in the world? The same way, the mind recoils always, the mind recoils at sadness or poverty or pain or suffering, and yet there's a knowing beyond the mind that all is not exactly as it seems. Der Verstand schreckt immer zurück vor Armut, vor Schmerz, vor Krankheiten und gleichzeitig gibt es da ein Wissen jenseits des Verstandes, dass alles nicht so ist, wie es scheint. And understand that this knowing doesn't necessarily prevent actions on the part of the apparent individual. Und verstehe das aber richtig, dieses Wissen, dass alles so ist, wie es sein soll, verhindert nicht unbedingt, dass das scheinbare Individuum irgendwelche Aktionen ergreift, irgendetwas tut. I mean, my role in the story, for example, seems to be a doctor. Meine Rolle in der Geschichte zum Beispiel scheint es zu sein, als Arzt zu arbeiten. Seeing through the story doesn't prevent this apparent doctor from taking care of people. Und dieser scheinbare Arzt, der kümmert sich auch weiterhin um Leute, obwohl die Geschichte durchschaut wird. And seeing through the story wouldn't necessarily prevent somebody who's interested in relieving poverty from trying to help. Und das Durchschauen der Geschichte wird auch nicht unbedingt jemanden, der Interesse hat, die Armut zu lindern, wird den nicht unbedingt daran hindern, das weiterhin zu tun. There may be less self-righteousness and violence associated with the helping. Und diese Hilfe ist dann vielleicht weniger so, da ist man nicht mehr so von sich überzeugt oder so gewalttätig in der Hilfe, die man anbietet. When one isn't overly invested in the story. Man hat nicht mehr so viel Investment in der Geschichte. But it also doesn't make one help. The DNA and conditioning just play themselves out the way they're supposed to. Aber es ist auch nicht so, dass dieses Durchschauen der Geschichte dazu führt, dass man plötzlich anfängt, anderen zu helfen. Die DNS und die Konditionierung laufen sich einfach aus und drücken sich aus. Wie können die Menschen dich erreichen? Also du lebst in Amerika, beantwortest du E-Mails? How can people get in touch with you? You're living in the States. Do you answer emails or? Well, my job in the States is as a physician, and most of what the emails that I get are for those issues, and I usually encourage people to make appointments for that. But eventually, I think this new website which came up, the spiritual website, let Paro. Ja. Also in Amerika arbeite ich als Arzt und wenn ich da E-Mails bekomme, dann betrifft das meistens meine ärztliche Tätigkeit und dann rate ich den Leuten, einen Termin mit mir zu machen. Aber es gibt jetzt die neue Website, die der Mariam kreiert hat und da wird wahrscheinlich irgendwie was in Gang gesetzt werden. This new website is ricklinchitz.com, and I believe that we may be able to set up some kind of interplay, but it will have announcements at some point of future satsangs or workshops. Also die Website heißt www.ricklinchitz.com und da wird langsam was aufgebaut werden, da werden auch Satsangs angekündigt und so weiter. Das ist alles noch im Aufbau. Or new books or new projects. Oder neue Projekte und Bücher werden da angekündigt. Bietest du auch andere Veranstaltungen an als hier auf dem Rainbow-Spirit-Festival in Deutschland? Do you also do other things in Germany, work at other venues or something besides being at this Rainbow-Spirit-Festival? Generally, I haven't done it. I don't really do much satsang at all. It just, for whatever reason, it just seems to happen here.
Ich habe das im Allgemeinen nicht gemacht. Ich gebe nicht so viele Satsangs, aus welchem Grund auch immer scheint das nur hier stattzufinden. But this year, because of the book that was recently written, I traveled to Hamburg, Bielefeld, Munich, and then the Rainbow-Spirit-Festival. Aber in diesem Jahr bin ich aufgrund des Buches, was gerade neu erschienen ist, auch in Hamburg gewesen, in Bielefeld und in München und bin dann hier zum Rainbow-Spirit-Festival gekommen. And who knows about the future? Und wer weiß, was in der Zukunft passieren wird. Kannst du noch was sagen zu dem Buch, wie es heißt und worum es geht? Can you say anything about the book, the name of it and what's in it? Yeah, it's. I can say it in English, and I'll let Paro say it in German. But it's Every Moment is Grace is the name of the book. Also das Buch heißt Jeder Augenblick ist Gnade auf Deutsch. And I have some idea what's in it, but as part of the craziness of life, most of what's in it was dictated quite a while ago. Ich habe eine vage Idee, was da so drin steht im Buch, aber das Leben ist ja verrückt. Also das meiste, was im Buch steht, ist vor längerer Zeit diktiert worden. And Paro edited it and translated it into German. Und ich habe das dann zusammengestellt und ins Deutsche übersetzt, habe das also auch editiert. And since I don't read German at all, I have no idea exactly what's in it. Und da ich gar kein Deutsch lese oder spreche, habe ich nicht wirklich eine Idee, was da jetzt drin steht. And as I've told people recently, I'm hoping it's not just Spargel recipes. Und wie ich neulich auch Leuten schon erzählt habe, ich hoffe, es sind nicht nur Spargelrezepte da drin. But I understand it's a pretty good book because I've gotten some nice feedback about it. Aber ich habe gutes Feedback schon bekommen und denke, es ist ein ziemlich gutes Buch geworden. From real Spargel lovers. Für alle Spargelliebhaber. Was zu dem Buch gerade, also das Buch gibt es bisher nur auf Deutsch. Es soll jetzt auch ins Englische übersetzt werden, aber bislang haben wir es nur auf Deutsch gemacht. Das wird sehr gut angenommen, Leute lieben das Buch. Es heißt also, Jeder Augenblick ist Gnade und ist im Kamphausen Verlag rausgekommen. Da kann man das auch bestellen oder eben in jedem Buchladen. Und ich finde es ein wahnsinnig tolles Buch. Sind es Vorträge oder? Das sind einmal Abschriften von Satsang, also besonders Satsang, der im letzten Jahr hier auf dem Rainbow-Spirit-Festival gewesen ist. Die sind ein bisschen zusammengefasst zu kleinen Kapiteln, immer zu bestimmten Themen. Dann sind noch Zusatzfragen gestellt worden. Am Anfang gibt es auch 2 Rumi-Gedichte, die besprochen werden, wo der Rick ein bisschen Kommentare zu macht. Und es ist ein sehr lebendiges Buch. Rick kommt total rüber. Ich finde, da kommt einfach diese Energie von ihm sehr gut rüber. Es hat was Poetisches, es hat eine Leichtigkeit, es hat eine Schönheit und es hat Weisheit, alles, was man sich eigentlich von so einem Buch wünscht. Ich werde immer ganz heiter, wenn ich es lese. Ich habe es ja selber gemacht, ja, ich kenne jedes Wort drin. Dann kam das Buch vom Verlag und ich habe angefangen drin zu lesen und alle Wolken zogen weg und ich lag im Bett und lachte. Ich habe echt gelacht über dieses Buch. Ich habe gelesen und musste lachen, obwohl ich alles selber da reingeschrieben habe. Das ist ein tolles Buch. Ja. Was bedeutet es aus deiner Sicht in Würde zu leben? In your view, what does it mean to live honorably or gracefully? Honorably or gracefully is really, again, a concept of the mind. It's part of the story. All apparent lives are lived perfectly. There's no special life. The so-called enlightened person is living in a completely surrendered life, surrendered to what is. But everyone in the story is also surrendered to what is. Also Würde, das ist wieder einfach nur ein Konzept und Teil der Geschichte. Und es ist aber auch so, dass auch innerhalb der Geschichte also dass das Leben einfach vollkommen gelebt wird und so gelebt wird, wie es gelebt werden soll. Also jeder Erwachte lebt sein Leben auf vollkommene Weise, in vollkommener Hingabe an das, was ist, aber das tut jeder. Jeder Mensch tut das. Every life is an honorable and graceful life. The only thing that obscures that is when it's seen through the filter of the mind and the mind is believed. Also jedes Leben ist ein Leben der Würde und warum es oft nicht so scheint, ist, dass man das durch den Filter des Verstandes sieht und wenn man dem, was man da sieht, glaubt, dann sieht das aus, als wäre es nicht der Fall. We can only speak in concepts. Everything that is spoken is a concept by definition. What we're talking about is beyond concepts, and the only thing that can
Well, let Paro get in there. Wir können nur in Konzepten reden. Also Worte sind Konzepte und die Art, wie wir uns unterhalten, ist bei Definition über Konzepte. Es geht nicht anders. Also sobald wir sprechen, benutzen wir Konzepte. If there's some knowing that seems to be occurring, in this room during this interview, that knowing is not up here. Wenn hier irgendein Wissen in diesem Raum ist, das durch dieses Interview oder in diesem Raum da ist oder geschieht, dann ist das Wissen nicht was hier oben passiert. The mind can only get confused, and if it's really confused, then the message sometimes actually gets through. Der Verstand kann immer nur verwirrt werden und wenn er wirklich völlig verwirrt ist, dann kommt die Botschaft manchmal durch. That's why I say it makes a terrible interview. Das ist, warum ich das sage. Also es ist für ein Interview ist das wirklich nicht sehr brauchbar. Okay, ich danke dir für das Gespräch. Thank you for inviting me.